Hallo zusammen, heute bin ich mal nicht unterwegs, heute bin ich mal zu Hause. Und das Video, was ihr heute seht, da geht es wieder mal um meine Ape. Und zwar um einen Schaden am Zylinder und am Kolben. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Bleibt dran, dürfte euch interessieren. Ja, ich war letzte Woche unterwegs zum Flugplatz und auf dem Weg nach Hause habe ich ein bisschen Gas gegeben und plötzlich gab es komische Geräusche hinten am Motor und die Ape blieb stehen. Ape Thomas hatte gleich den Verdacht, dass eventuell der Zylinder hin ist. Und damit lag er gar nicht falsch. Das ist jetzt das, was bei mir eingebaut war. Fangen wir mal an. Das Kolbenbolzenlager. Das sollte eigentlich noch ganz gut aussehen, obwohl, ich habe schon bessere gesehen. Ist runter, keine Ahnung, wie viele Kilometer da schon drauf gefahren wurden. Ja, kommen wir mal zum Zylinder. Erstmal, der sieht recht krass aus. Der ist runter. Also fahren würde ich nicht mehr. Dazu kommt noch, das ist ein Zylinder der Marke... was war das jetzt? Moment, ich muss noch mal schauen. Ja. Der Marke RMS. Also Schrott hoch 10. Besser nicht kaufen. Die Dinger taugen nichts. So sieht der Auslass aus. Ziemlich nieder. Ansonsten, naja, geht. Aber... der hat es hinter sich, das Thema ist durch, die beste Zeit hat er hinter sich. Wie gesagt, bitte merken, Zylinder RMS. Jetzt kommen wir mal zum Zylinderkopf. Ja, da ist der Witz dabei, dass, was auch immer hier gelaufen ist, der Zylinderkopf von der Firma Olympia ist. Eigentlich passt das gar nicht zusammen, weil Zylinder und Zylinderkopf sollten meines Wissens nach von der gleichen Firma sein und dann ist das gut. Ja, also wie gesagt, Zylinder hinüber, nichts mehr zu machen, Schrott. Jetzt kommt natürlich das beste Stück, das ist der Kolben. Wenn ihr den seht, habt ihr das Gefühl, euch hat der Schlag getroffen. Guckt euch das mal an. Der war bei mir drin. Da sind wohl schon einige Klemmer. Die Kolbenringe sind komplett runter. Ja, wie man sieht, alles am Arsch. Alles fertig. Und der Vergaser, der bei mir drauf war, der hatte wohl auch seine beste Zeit schon erlebt. Da gehen wir mal jetzt gucken. Er sieht zwar noch gut aus, aber diese Schrauben, die den Schwimmerkasten halten, waren komplett überdreht. Die konnte man nicht mehr anziehen. Ja, das war der erste. Dann ist... wo war das andere Teil? Na, es sind auf jeden Fall einige Sachen weggebrochen. Hier oben. Komm, Handy, stell mal scharf. Dieser Benzinrücklauf oder was das ist, der ist weggebrochen gewesen. Ansonsten, naja, was will man dazu sagen? Und so bin ich wirklich mit diesem Mist, mit diesem Schrott, der hier drauf war, bin ich tatsächlich knapp 3000 Kilometer gefahren und hätte mir fast die ganze Ape zerschossen, den ganzen Motor zerschossen. Das ist schon unglaublich, dass der Motor überhaupt noch läuft. Jetzt sind Neuteile drauf und jetzt muss ich sie erstmal einfahren und dann sehen wir mal weiter. Ja, als ich die Ape damals gekauft habe, auf eBay Kleinanzeigen, natürlich gekauft wie gesehen, sagte mir der Händler, boah, alles top, kannst sofort damit fahren, die ist sowas von super, die geht ohne Ende. Ja, und wie gesagt, das haben wir jetzt ja gesehen, was da geht ohne Ende. Und das waren ja auch nicht die einzigen Schäden.
Das vordere Lager musste neu gemacht werden. Jetzt natürlich der größere Kram hier mit dem Zylinder und mit allem drum und dran und mit dem Kolben. Jetzt habe ich natürlich festgestellt, dass die Kupplung auch runter ist. Okay, das sind alles Sachen, das ist halt so. Wenn man eine Gebrauchte kauft, muss man damit rechnen, dass er halt eben auch ein paar Schäden hat. Ärgerlich ist halt nur, dass der Händler mir versichert hat, dass die Ape in Top-Zustand ist und sofort anspringen würde. Also mein Tipp, wenn ihr bei eBay Kleinanzeigen eine Ape seht, die günstig ist, kauft sie nicht einfach, sondern wenn ihr die Möglichkeit habt, fahrt hin, guckt sie euch an, macht nach Möglichkeit auch eine Probefahrt und versucht herauszufinden, wie viele Kilometer die runter hat. Was meine Runde hat, kann ich nicht genau sagen. Es ist auf jeden Fall viel zu viel gewesen. Und jetzt stehen die ganzen Reparaturen an und die werden selbstverständlich auch nicht billig. Das ist klar, weil ich muss jetzt noch einiges an Teile kaufen. Aber das werde ich auch machen, denn meine Ape wird immer besser und jetzt wird sie fertig aufgebaut. Ja, und das war's dann heute mal mit einem ganz kurzen Video. Nächste Woche versuche ich wieder mal was Längeres zu machen. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe und denke, wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal ein Like da, abonniert den Kanal und ja, schreibt einen Kommentar, wenn ihr möchtet. Danke und tschüss.